Hallo und herzlich willkommen. Heute unser 9. Rennen. Wir fahren in Kanada. Ihr seht hier schon das Bild, heute mit einer Neuerung. Und zwar haben wir ein Looping eingebaut. Ich habe das in den Kommentaren gelesen. Jemand hat das im Hintergrund rumliegen sehen, hat gesagt, hey, kannst du das mal einbauen? Habe ich gemacht. Dazu haben wir noch einen Trichter eingebaut. Und wie auch beim letzten Rennen in Aserbaidschan habe ich schnelle und langsame Schienen eingebaut. Das kam richtig gut an, das Video. Ich hoffe, das hier wird ähnlich erfolgreich. 30 Klicks, danach hört er bitte auf, dieses Video anzugucken, das reicht mir vollkommen aus. Danach möchte ich keinen mehr hier drauf sehen. Kleiner Spaß. Als erstes zeige ich euch wie immer einmal die Strecke. Habe sie einmal vorgezeichnet und wir gucken oben rechts sie uns einmal kurz an mit dem Formel 1 Wagen und wir gehen das Ganze durch. Starten tut das Ganze unten rechts, da wo dieser kleine Knick zwischen den langen Geraden ist. Da beginnt jetzt unser Video. Also ganz unten, hier mit der Maus zeichne ich es nach, der kleine Knick, Wall of Champions genannt. Dann Start und Ziel und dann geht es kurz nach dem Runterbremsen nach links und dann die langgezogene Rechtskurve. Hier habe ich eine kleine Weiche eingebaut. Man kann hier ein bisschen verkürzen. Das Ganze ist nur für die 4. Kugel vorgesehen, die da durchfährt. Dann geht es hier durch eine Links-Rechts-Passage, runterbremsen, nochmal kurz links. Hier verliert man ein bisschen Tempo, macht aber nichts an dieser Stelle. Kann ganz schwer überholt werden, beziehungsweise bei uns gar nicht. Und dann geht es nach dieser Rechts-Links-Kurve dann unter unsere Platte. Die führt dann einfach in den Trichter unten rein. Ich sage immer Trichter, ich meine natürlich den Lift rein. Dort geht es nach oben und dann habe ich eine sogenannte Bernoulli-Kurve, heißt das bei Gravitrax, eingebaut und dadurch schaffen diese Kugeln diesen Looping. Hat für mich den Vorteil, dass die Kugel dann ein bisschen runtergebremst wird und dann nicht da ungebremst in den Trichter reinfahren. Dann sind wir wieder auf Start und Ziel und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Dann lassen wir das Ganze noch kurz hier zu Ende fahren und dann starten wir mit dem Rennen. Red Bull startet als erstes, dann Lotus, dann Ferrari, dann Mercedes. Wer sich jetzt fragt, warum wir hier so viele, ich glaube, das ist gerade noch ein bisschen laut, ich mache es ein bisschen leiser. Wer sich fragt, warum wir hier 22 Runden fahren, insgesamt geht eine Rundenzeit ungefähr 15 Sekunden. Deswegen heute mal etwas länger, damit die Aufnahme nicht gleich nach 2 Minuten vorbei ist. So, in der ersten Runde, ich muss mithalten, erstmal einblenden, was sich geändert hat. Wir gehen in die zweite Runde. Lotus hat sich hier nach vorne geschoben, aber Red Bull kann kontern. Setzt sich hier gleich wieder nach vorne. Ich werde in der Aufnahme ganz schön beschäftigt sein, immer oben die aktuellen Stände einzublenden. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich nicht immer auf dem Bildschirm gucken kann. Ihr seht auch hier schon dritte Runde. Es hat kaum angefangen. Und die erste Kugel hier sieht man auch schön, wie sie so ein bisschen eine Zeit braucht im Trichter. Und die letzte auch, wenn sie alleine da drin sind. Und deswegen ist es immer vorteilhaft, habe ich gemerkt, wenn man in der Nähe von einer anderen Kugel ist. Also zu zweit gehen die Kugeln relativ schnell durch den Trichter, alleine brauchen sie ein bisschen länger. Hat den Vorteil, dass die erste immer etwas aufgehalten wird und dadurch das Feld insgesamt ein bisschen näher beieinander bleibt. So, schon Runde 5. Lotus kann hier mit Red Bull vorne bleiben, so wie sie auch gestartet sind. Die 4. Kugel, die im ersten Sektor die Möglichkeit hat, da schön eine kürzere Strecke zu fahren, das, was jetzt Ferrari hier macht an der Stelle, das funktioniert natürlich nur, wenn sie es schafft, relativ schnell durch den Trichter zu kommen. Ansonsten fällt sie zu weit zurück, dann kann sie zwar aufschließen auf die Gruppe, aber sie nicht überholen. Red Bull braucht hier wieder ein bisschen länger. Lotus quetscht sich da mal kurz vorbei. Dadurch kann Red Bull aber die etwas schnellere Gerade fahren und kann hier wieder kontern und Ferrari ganz knapp hinter dem Mercedes. Und wir gehen in Runde 7. Oh, zu viel. Machen wir es so. Red Bull braucht wieder länger im Trichter, kommt aber diesmal vor Lotus durch. Habt das gesehen? Ferrari kam richtig schnell durch, setzt sich jetzt vom 4. Platz mal ganz vorne an die Spitze. Einfach nur, weil er ganz schnell durch den Trichter gekommen ist. Da hat man dann wirklich einen ganz großen Vorteil. Aber das muss man halt auch erstmal schaffen. Jetzt Ferrari an der Spitze. Lotus drängt sich sofort vorbei. Red Bull jetzt letzter. Knallt hier gegen den Mercedes. Aber bleibt damit noch Dritter. Lotus konnte sich kurz wieder an Ferrari vorbeischieben. Wir gehen in die 9. Runde. Lotus knapp vor Ferrari. Wer kommt zuerst durch den Trichter? Oh, Lotus bleibt richtig hängen. Sogar Mercedes fast dran.
Also da hat Lotus ordentlich Zeit verloren und wird dadurch tatsächlich jetzt innerhalb von 2 Runden mal kurz ganz nach hinten geschoben. Red Bull, ja, gewohntes Bild. Red Bull meistens vorne. Wird dann zwar im Trichter verdrängt, kann dann dafür aber im letzten Sektor immer wieder im Windschatten vorbeiziehen. Jetzt haben wir Mercedes wieder auf dem letzten Platz. Die hatten gerade eben mal ein paar Plätze gut gemacht. Mal abwarten. Also wir haben gemerkt, es ist nicht schlimm, hier mal letzter zu sein. Man hat eine Chance, man muss nur schnell durch den Trichter kommen. Jetzt Lotus bleibt richtig lange hängen. Ich glaube, dann reicht es nicht mehr, um im ersten Sektor zu kontern. Auch wenn er hier die kürzere Strecke fahren kann. Ferrari in Führung, Red Bull zweiter, Lotus dritter, Mercedes vierter. Die 12. Runde Halbzeit haben wir geschafft. Und Red Bull jetzt hier mal auf den längeren wird deswegen von Ferrari eingeholt. Lotus kann, dadurch, dass sie richtig schnell durch den Trichter gekommen sind, sich jetzt wieder nach vorne setzen. Also ihr seht, es geht nur darum, wie man hier durch den Trichter durchkommt. Alles andere ist erstmal nicht so wichtig, da es hier nur 3 Überholmöglichkeiten gibt. Dann gehen wir in Runde 14. Der Lotus kommt hier richtig schnell vorbei. Das ist ein echt ordentlichen Vorsprung. Ferrari geht auf 3, Mercedes ist letzter. Hat Runde 15 begonnen. Und da bleibt Lotus wieder richtig schön im Trichter hängen, aber dadurch, dass er danach die schnellere Kurve fahren kann, die schnelle Gerade nehmen kann, kann er das wieder ausgleichen. Wenn man nur kurz nach der anderen Kugel durch den Trichter fährt, ist es halt nicht so schlimm, weil bei der Bahn habe ich es so gemacht, dass die Kugel eben zweimal die langsame Strecke nehmen soll und es nicht eben abwechselnd ist, wie es beispielsweise bei Aserbaidschan der Fall war. Da waren es halt wirklich sehr lange Geraden. Und dadurch konnte man das dann immer im Wechsel machen. Das würde hier keinen Sinn machen, weil es sich dann halt aufheben würde. Deswegen lassen wir das hier so weg. So, die letzten 5 Runden haben begonnen. Beziehungsweise 17, 18, 19, ja, 6 Runden sind es noch. Ich glaube, ich habe mich nicht verzählt. Egal. Sehen Sie am Ende. Jetzt ist ja der Lotus nur ganz knapp vor dem Mercedes, kann sich am Ferrari vorbeitreiben. Jetzt bilden sich langsam diese Zweiergrüppchen. Mal gucken, ob die sich dann nochmal vermischen können, wenn die letzte Kugel ein bisschen schneller durch den Trichter kommt, kann das passieren, aber vorne schieben sich Red Bull und Lotus immer richtig schnell durch den Trichter und wie wir es jetzt auch hier sehen können, Mercedes und Ferrari eiern einfach da richtig lange rum und brauchen sie sich nicht wundern, dass sie da mittlerweile eine halbe Runde zurückhängen und sich da nicht mehr nach vorne nicht mehr anschließen können. Jetzt hat der Red Bull mal ein bisschen länger gebraucht, wir gucken wieder, Ferrari geht direkt durch, Mercedes bleibt wieder lange hängen. Und so wird das, glaube ich, nichts mehr, dass diese beiden da hinten vorne dann den Anschluss halten können. Sie hatten ja ihre Chancen, waren zwischendurch auch mal vorne. Aber hat insgesamt wohl noch nicht gereicht. Dann gehen wir in Runde 20. Nur noch 3 Runden. Müssen wir mal vorne gucken. Red Bull hat jetzt einen guten Vorsprung. Mercedes holt wahrscheinlich den Ferrari gleich wieder ein. So ist es. Und dann haben wir Runde 21. Red Bull jetzt schon im Trichter. Oh, Lotus sitzt zum x-ten Mal, zieht er einfach direkt im Trichter vorbei und drückt den Red Bull weg. Aber er kann richtig knapp vorher noch kontern. Und der Mercedes, das kann ich schon mal, ja, der wird locker den Fahrer überholen. Wir gehen in die letzte Runde jetzt, Leute. Letzte Runde. Wer kommt zuerst durch den Trichter? Red Bull muss jetzt hier die langsame Strecke gehen und Lotus schafft es deswegen relativ knapp da vorbeizuziehen. Und Ferrari und Mercedes fahren dieselbe Strecke. Somit wird Mercedes keine Chance mehr haben, bis zum Ende der Runde vorbeizuziehen. Dann wird Ferrari Dritter, Mercedes Vierter. Und die anderen hier gehen in ihre Ehrenrunde. Oh, also am Anfang richtig oft hat sich durchgemischt. Am Ende dann die beiden Zweiergruppen, weil die einfach viel länger im Trichter gebraucht haben. Die Kugeln sind ja identisch. Also es ist nicht so, dass jetzt eine da dicker ist und deswegen länger braucht, durch den Trichter durchzukommen. Okay, dann gucken wir uns jetzt einmal das Leaderboard an. Mercedes bekommt 1 Punkt, bleibt bei 25 Punkten und Red Bull kann eben mit dem zweiten Platz 3 Punkte machen, zieht jetzt gleich, sind jetzt beide auf Platz 1. Müsste ich auf dem Leaderboard noch korrigieren, dass da vorne 2 Einsen stehen. Machen wir es einfach jetzt. So, wäre es nämlich richtig.
Ferrari ist jetzt nur noch Dritter mittlerweile. Die haben richtig viele Punkte am Anfang der WM geholt, aber jetzt, na, Lotus und Red Bull sind so ein bisschen die Gewinner der letzten zwei, drei Rennen gewesen. Deswegen jetzt wieder richtig eng alles beieinander. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Rennstrecke als nächstes kommt, sonst würde ich es euch ankündigen. Ich war jetzt nämlich übers Wochenende gar nicht da. Und da gucke ich jetzt mal, wer als nächstes da in der Liste steht. Auf jeden Fall freut es mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen. Macht's gut. Ciao.